mega beeindruckend. Werden ordentlich durchgeschüttelt. Wir sind jetzt am südlichsten Punkt. Uns passiert eigentlich immer was. Wir machen die ganze Natur kaputt, die sind richtig tückisch. Was wir hier von den Verkäufern hier geerbt haben. Damit wisst ihr, was jetzt so ungefähr die nächsten Wochen auf euch zukommt. Das sind so die Momente, dafür machen wir das eigentlich. Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger hier stehen, um uns von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Das ist richtig schön. Wir haben jetzt einen heilen LKW und wir können fahren. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Im letzten Video sind wir ja im schönen Monemvasia gewesen. Wir sind dann noch runtergefahren, den rechten Finger der Peloponnes bis zu einem Geopark. Da gibt es einen versteinerten Wald, das war mega beeindruckend. Wir sind mittlerweile auf der Mani, dem mittleren Finger der Peloponnes, und wir zeigen euch jetzt mal auf der Karte, welche Route wir fahren und was wir vorhaben. Wir sind im letzten Video in Monemvasia gestartet, von dort bis in den Süden gefahren zum Geopark, dort immer die Küste entlang Richtung Mani. Wir befinden uns aktuell im Hafen von Kotronas. Von hier geht es dann für uns Richtung Kap Tenaro. Und wir schauen mal, wie weit wir diese Woche noch wieder an der Küste entlang kommen.
Also seit 3 Tagen sind wir jetzt schon hier und kommen aus unserem Kabuff nicht raus. Wir werden ordentlich durchgeschüttelt, hier ist es mega, mega windig. Ja, wir haben schon gelesen, dass das mit einer der windigsten Regionen hier auch sein soll und dass man sich darauf einstellen muss, dass man eigentlich wenige Tage hat, wo es dann mal irgendwie windstill ist. Naja. Ansonsten ist es aber hier richtig, richtig schön. Wir sind total für uns. Das ist hier irgendwie so ein verlassenes, ganz, ganz altes Dorf. Also hier stehen noch so Grundmauern und nur noch ein paar Reste. Also man kann richtig sehen, dass es hier mal ein Dorf war. Was jetzt, wie das hieß, ich glaube, man kann... Das bei Google sehen, aber wir haben es jetzt noch nicht so ganz herausgefunden. Nee, genau, da haben wir uns noch gar nicht zu belesen, ehrlich gesagt. Wir wollen aber mal die Gegend erkunden. Wir müssen mal irgendwie... uns ein bisschen die Beine vertreten, ja, genau. Und schauen einfach mal, was wir hier so Interessantes finden in der Gegend. In dieser Bucht hinter mir, da haben die Römer damals mit den Griechen regen Handel betrieben und das ist auch der Grund, weshalb man hier überall noch römische Bauten findet, die wir auch noch später sehen werden. Wir laufen jetzt gerade diesen Berg so ein bisschen random runter, also es gibt nicht so einen richtigen Pfad, den man hier langlaufen kann. Wenn wir den Wanderführer nicht benutzen können, weil wir jetzt vielleicht hier keine Wanderung haben, die da drin steht, dann benutzen wir eine App, die nennt sich Locust Map. Das ist eine freie App, die man kostenlos nutzen kann. Das verlinken wir euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Und da sind halt eigentlich alle Pfade drin, die man halt so laufen kann, wenn man sie dann findet. Viele Pfade sind halt auch nicht so häufig benutzt und dann verwildern sie und dann findet man sie auch nicht mehr. Und in unserem Fall ist es halt so, dass wir jetzt hier irgendwie den Weg runterfinden müssen. Das ist eines dieser römischen Bauten. Das soll hier ein ehemaliges römisches Bad gewesen sein. Man sieht auch noch die schönen Mosaike und teilweise halt auch die Umrahmungen, Formen, die so aussehen wie Badezuber in Stein gehauen. Man kann so richtig die Kanäle noch sehen. Also hier zum Beispiel, dass da Wasser lang gelaufen ist. Oder hier vorne das hier. Keine Ahnung, ob das ein Teil einer Quelle ist, die da entsprungen ist und das Ganze hier irgendwie dann bewässert hat. Oder das nur für die Füße ein Fußbad war. Auf jeden Fall kann man richtig schön die einzelnen Badestellen erkennen. Da zum Beispiel, wenn du mal da hinschwenkst. Das hier ist zum Beispiel so ein tiefes Bad, wo die Leute wahrscheinlich richtig tief drin gestanden haben. Und hier ist noch so eine steinerne Treppe. Und man sieht hier ja noch die behauene Wand. Und dann hat man hier sich drin vermutlich das gut gehen lassen. Ich denke mal, das war wohl noch tiefer. Genau. Und die Mosaike hier, das waren dann halt, wie man das auch heutzutage in den Schwimmbädern noch kennt, halt einfach die Oberflächen, wo man dann barfuß lang gegangen ist. Also, ich finde das sehr eindrucksvoll. Also das ist super schön. Also vielleicht haben die Römer hier so gesessen, haben ihre Füße gebadet da drin. Keine Ahnung, ne? Das ist jetzt halt gerade Fantasie. Aber ganz ehrlich, ich würde es cool finden, wenn man sowas nochmal wieder aufleben lassen würde. Also das wieder aufbauen, wieder zur Funktion bringen, dass man es nutzen kann und hier irgendwie das als Badehaus nutzen kann. Ja. Anstrengend, aber es ist ein schöner Endpunkt. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie auf die letzten Meter auch richtig keine Lust mehr gehabt. Und ich habe auch Mörder Hunger gekriegt. Geht mir auch so. Ja, erstmal trinken, was essen und dann gucken wir uns das mal genauer hier an. Auf jeden Fall können wir sagen, wir sind jetzt am südlichsten Punkt. Zweitsüdlichsten Punkt. Zweitsüdlichsten Punkt von Europa angekommen. Europäisches Festland angekommen. Stimmt, die Inseln sind dann natürlich noch südlicher. Genau. Nur Gibraltar ist noch südlicher als dieser Punkt jetzt hier. Und Tunis und Agadir, selbst in Nordafrika, sind nicht so dicht am Äquator wie wir derzeit. Das ist irgendwie
interessanter Fakt, finde ich. Ja, hätten wir nicht gedacht. Nee. Hier kann man jetzt schön die Schiffe beobachten und wir lassen uns das jetzt schmecken. Wie einige von euch vielleicht wissen, sammeln wir immer mal wieder Müll auf an unseren Stellplätzen, wo wir dann stehen, vor allen Dingen, wenn sie besonders stark vermüllt sind. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir Same But Green als Partner gewinnen konnten. Die haben nämlich ein ganz besonderes Konzept. Der Name ist Programm von dieser Firma, und zwar bieten sie alltägliche Gegenstände, die man so gebrauchen kann, fürs Camping auf ihrer Internetseite an, nur halt unter einem ökologischen Aspekt. Und zwar für jede Bestellung, die ausgelöst wird von euch, würde dann 1 Kilogramm Müll gesammelt werden. Wir haben uns von Same But Green für die Edelstahl-Lunchboxen entschieden. Wir finden die mega, weil die halt auch noch so einen praktischen Unterteiler da drin haben, und die Verschlüsse, die sind auch richtig stabil. Also da geht auch nichts auf, und die haben halt auch noch einen Gummiring da drin, damit das, was da drin ist, halt auch wirklich nicht auslaufen kann. Außerdem haben wir 2 Trinkflaschen, jeweils in unterschiedlicher Größe. Aber Same But Green hat auf der Internetseite noch viel, viel mehr. Da werdet ihr bestimmt fündig werden. Jede Bestellung wird außerdem plastikfrei versendet. Das finden wir auch mega cool. Guckt einfach mal drauf. Und mit dem Code BlueSkyHome kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Es ist die ganze Zeit windig hier. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns nicht so richtig erholen können. Und heute Morgen wollten wir eigentlich auch schon losfahren, aber so richtig fit, weiß ich nicht, bin ich nicht. Und dann fahre ich irgendwie auch lieber nicht. Und ja, deswegen bleiben wir wohl noch eine Nacht. Aber ja, ich denke, der Grund, warum wir nicht so richtig runterkommen und uns entspannen können, ist einfach, dass hier ständig Wind ist. Ich meine, es ist halt, ja, du kannst halt nicht draußen sitzen, wenn es irgendwie schön ist, weil lange magst du halt im Wind auch nicht sitzen, und dann, naja, abends bzw. nachts, wenn wir dann schlafen gehen, dann frischt der Wind nochmal richtig auf und man wird halt durchgeschüttelt. Das ist schon, das ja, lässt einen nicht so richtig zur Ruhe kommen. Also weiß ich auch nicht. Das ja, wollte ich einfach nur mal teilen.
Wir wurden jetzt schon des Öfteren gefragt, warum wir uns eigentlich aus Deutschland abgemeldet haben und was es auch da vor allem zu beachten gibt, wenn man sich aus Deutschland abmeldet. Viele fragten uns, wie macht ihr das mit der Post, wie macht ihr das mit dem Fahrzeug, mit eurer Selbstständigkeit, wenn ihr keinen Wohnsitz mehr habt. Eigentlich wollten wir ein Video darüber drehen. Es interessiert aber auch nicht jeden dieses Thema. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen wirklich ausführlichen Artikel auf unserer Internetseite zu veröffentlichen mit unseren Erfahrungen. Also an alle, die sich für dieses Thema Abmeldung aus Deutschland interessieren, das selber auch vorhaben. Der Artikel ist wirklich sehr ausführlich geworden. Ich bin gerade damit fertig geworden. Schaut mal in unsere Videobeschreibung, da verlinke ich euch den einmal. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt eure Fragen auch gerne unter den Artikel. Ich werde dann versuchen, immer nach und nach den Artikel weiter auszubauen, dass am Ende auch wirklich keine Frage mehr offen bleibt. Also nochmal an alle, die sich für das Thema Abmeldung aus Deutschland interessieren, die Vorteile, aber auch die Konsequenzen, die es hat, wenn man sich aus Deutschland abmeldet, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Ja, Leute, es gab ja so Rückmeldungen, dass ihr da so die Befürchtung habt, dass da irgendwie kein Schrauber-Content mehr kommt. Da kann ich euch vollkommen beruhigen, weil uns passiert eigentlich immer was. Ich kann euch ja mal was zeigen. Seht ihr das hier? Das geht einmal bis nach hinten durch. Das ist uns nicht hier passiert, sondern auf Metana, weil dort sind die Bäume gar nicht beschnitten. Und das sind halt zum Teil auch diese knorrigen Olivenbäume, glaube ich, waren das. Und die sind richtig tückisch, weil da siehst du hinter dem Blätterdach, sage ich mal, siehst du halt nicht, wenn da mal so ein Stumpen dahinter ist. Und die Dinger sind nicht flexibel, die sind knüppelhart. Das drückt ja einfach alles weg. Und ich weiß nicht, wie das bei GFK-Kabinen ist, aber unsere Kabine, die ist ja halt aus Weißblech, das ist so 0,8 mm. Und ja, man kann einerseits sagen, es ist vielleicht von Vorteil, dass es sich dann nur wegbiegt, weil dann bricht es nicht, dann ist es halt nur eine Delle. Aber andererseits denke ich so, naja, so ein bisschen dicker könnte das Blech ruhig schon sein. Und ich glaube, bei den GFK-Kabinen ist das vielleicht noch ein bisschen stabiler. Ja, also der Kabinentyp, sagen wir mal, mit diesen Weißblechpaneelen aus dem Werkshallenbau, für die Fahrten, für die Dinge, die wir so vorhaben, ist das bedingt geeignet. Ich will nicht sagen ungeeignet. Wir sind halt nun mal so, wir fahren halt gerne mal irgendwie ins Gebüsch, um einfach an Orte zu kommen, wo sonst nicht so die Masse hinkommt und weil es halt einfach auch Spaß macht. Ne? Also keine Sorge, ja, hatten wir auch schon Rückmeldungen gehabt, wir machen die ganze Natur kaputt. Nein, machen wir nicht. Wir fahren nämlich auf den Pfaden lang, die es dort gibt. Aber es gibt halt Pfade, die sind halt schon zugewachsen und da muss man sich da schon irgendwie so ein bisschen durcharbeiten. Aber wer halt ein schönes Reisemobil haben will, was perfekt wie aus dem Ei gepellt dasteht, ist das halt einfach nix. So viel dazu. Aber das ist nicht das Einzige. Seht ihr das? Das hier ist unsere Staubox, wo unsere Starterbatterien drin sind. Die hat natürlich einiges zu halten, weil die Starterbatterien richtig schwer sind, aber die ganze Staubox ist auch nochmal mit einem richtigen Träger hier unterfüttert. Eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Jetzt könnte man natürlich vermuten, weil das an der Schweißnaht dort direkt gerissen ist, dass halt einfach die Staubox zu schwach ist, dass die Konstruktion hier von dem Träger darunter nicht richtig ist, dass es zu sehr daran zehrt. Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass es mit was anderem zu tun hat. Und zwar ist der Träger hier, da wo die Staubox dran befestigt ist, der sitzt nämlich genau über dem Träger von der Kabine. Und das hier, das bewegt sich. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kabine sich richtig stark verschränkt, haut die hier auf den Träger rauf. Ja, und das ist halt natürlich wieder so ein Erbe, was wir hier von dem Verkäufer hier geerbt haben. Der hat es da nochmal schnell irgendwie dran gezimmert, ohne Sinn und Verstand. Und ja, was bleibt uns anderes übrig? Dann werden wir halt diesen Träger abflexen, umsetzen, die Staubox nochmal neu schweißen und gucken, dass wir das Ganze nochmal stabilisieren. Wir haben sonst nichts zu tun, ne? Damit wisst ihr, was jetzt so ungefähr die nächsten Wochen auf euch zukommt. Es wird nie langweilig werden, uns passiert immer irgendwas und somit wird es auch immer wieder Schrauber-Content geben, neben dem schönen Reisecontent natürlich.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen da, schreibt uns was in die Kommentare. Wir freuen uns sehr darauf, am Sonntag mit euch wieder zu schreiben. Und viel wichtiger noch, wenn ihr uns noch kein Abo gegeben habt, gebt uns bitte ein Abo. Das hilft uns sehr, das bringt unseren Kanal nach vorne. Vor allen Dingen hilft es auch den anderen Leuten, die uns noch nicht kennen und damit die unseren schönen Reisecontent halt auch irgendwie genießen dürfen. Ich habe noch einen weiteren Tipp, wo ihr euch dann mit einbringen könnt, um uns zu helfen. Und zwar hat ja jeder von euch bestimmt irgendwie 1, 2, 3 Leute, die ein ähnliches Hobby haben, gerne auf Reisen gehen mit dem Camper. Teilt doch einfach mal dieses Video oder andere Videos, die euch besonders gut gefallen haben, über WhatsApp, Facebook oder Instagram. Ich glaube, da kann noch mal richtig was gehen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Restsonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal.